Dann begrüße ich mal unsere Zuschauer da. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute zu einer Premiere. Hallo Tommy. Hallo Patrick. Na, hast du wieder deine Kameraleute aufgestellt und instruiert? Ja. Ich suche im aber. So sieht's aus. Muss jetzt aber gerade mal heute auf. Hat unser neues Paint Premiere, an dem du die letzten Nächte gesessen hast. Da freue ich mich besonders drauf. Ein wahnsinnig toller Print. Genau, ja, der ist quasi die Tage fertig geworden, druckfrisch. Es gibt schon tatsächlich eine zweite Version davon, aber ich glaube, es ist immer gut, wenn zwei Leute mal draufschauen und jetzt, ja, würde ich sagen, willkommen in Magdeburg, Frankreich. So, geht es die Fanatec Sprintserie? Genau, mit Fix Setup, die wir neulich im Brockens Cup gefahren sind. Wir haben jetzt wieder ein Fix Setup. Ich gucke jetzt mal gerade. Ich bin Auto Nummer 9 mittendrin. Christian Krippe haben wir da, Marcel Ruf als Deutscher und Paul Wagner. Da ist gerade noch jemand gekommen. Hallo Teilnehmer. Hallo Bernie. Oh, der Bernie, der kann noch nicht sprechen wahrscheinlich. Okay. Aber, Stimme weg. Nee, der Tom hat sich gerade eingeloggt zum Rennen. Als Magdeburg. Ja, ist jetzt auch gerade. Ja? Das neue Paint ausfahren. Ja, gestern der Porsche, der hat nicht so gut funktioniert, aber. So, hier kann man es schon mal sehen. Du hattest kein Zielwasser vorher geguckt. Meinst du? Also hier ist er, der hübsche. Hi. Hallo Bernie. Hier Bernie, ich habe das gestern viel zu spät erst gesehen, dass du am Fahren warst. Oh, egal. Ja. Und dann habe ich mir erst später, ich habe ja erst gesehen Magny-Cours und die Strecke hatte ich nicht. Und dann habe ich aber gesehen, du fährst Pure Driving School. Wie ist es gelaufen? Achso, genau, Magdeburg war das, ne? Ja, nee, Moment, Imsa, Nee, ne? Imsa bist du gefahren. Imsa bin ich. Nee, Pure Driving School Sao sogar. Paulo. Sao Paulo, genau. Genau, 4 nach 8. Ja, wir haben... Mit welchem Auto? Mit dem Ford GTE. Also, okay. Also da müssen wir auch mal Paint machen. Wir haben hier uns, der Tommy und ich, wir haben ewig 3 Tage hier am Paint gesessen. Ja. Wie findest du die, Bernie? Ja, okay. Sind okay. Ja, die von Offenbacher, die sind total ausgeflippt. Also die sind richtig begeistert. Unterhalten und fahren. Will gelernt sein. Ja. Auto Nummer 9, 9. Platz. 9. Platz, damit hat der Tommy die Hälfte aller Fahrer hinter sich gelassen. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Magny-Cours hier, die Strecke ist ganz neu bei iRacing. Habe ich mir auch gekauft, wie ihr seht. Ines Kaspar und Brad Cullen sind schon mitgefahren. Da haben wir heute also wieder 2 Bekannte am Start stehen. Paul Wagner auf Pole Position vor Ines Kaspar und Marcel Ruf. Marius Schmidt auf P4 und die Top 5 vervollständigt Andrea Menengelli. Auf P6 haben wir dann Elias Finoli, P7 Tim Spreuth, P8 So, zeige ich die Platzhose hier wieder an, ne? Ivan Platon und auf dem 9. Thomas Silbernagel.
So, habe ich alles eingeschaltet. Die Top 10 hoffe es. vervollständigt Christian Kripper. Zündung an. Moped läuft. Oh, so. Dann wünsche ich euch mal viel Glück und vielleicht hört man sich später. Alles klar. Okay, Ferdi, bis Dankeschön. dann. Tschüssi. Damit ist der Grid komplett und das Pacecar müsste jeden Augenblick losfahren. Da setzt es sich auch schon in Bewegung. Die Stärke des Feldes beträgt heute etwas über 1900. Ich habe den Christian Kripper hinter mir. Auto Nummer 1 hinter mir. Der Christian Kripper. So, Öltemperatur 81 Grad, Wassertemperatur 74 Grad. So wie die Temperaturen nach oben gehen, Alles steigt hier aus. auch das Adrenalin, wird jeden Moment losgehen. Auf den ersten 2 Positionen auch Lambos. Weißt du, wie lange geht denn das Rennen? Ich habe gar nicht geguckt. Da wir heute 13 Runden auf der Uhr stehen haben, dürfte das Rennen so ein bisschen mehr als 20 Minuten dauern. Hast du eine Idee, wie lange das Rennen? 20 Minuten. Ach, Das ist ja hier auch eine Sprintserie ohne Boxenstopps. das ist ja schaffbar. Ich denke mal heute bei 18 Fahrern. Denkt dran, erste Runde rein. Und der Stärke des Feldes, dann dürfte heute Gar ein nichts Top 5 anderes. Platz das Ziel sein. Ist auch realistisch machbar. Und vom Können her dürfte Tommy alle mal drauf haben. Hauptsache nicht unverschuldet in irgendeinen Unfall geraten. Oder was noch schlimmer ist, die Kiste selber wegfeuern. Uiuiui. Oh, Ja, ist am Flitschen vor dir, hä? Naja. Verbindungsprobleme der AMG vom Tommy, das kann sehr, sehr unangenehm werden für einen Fahrer, wenn man vor sich einen Gegner hat, der ständig abtaucht. So. Vorletzte Kurve quasi. Die Spannung steigt weiter, noch 2 Kurven, dann geht's Dann los geht's. und die grüne Flagge fällt. Da gibt er auch Vollgas. Nein. Paul Wegner versucht hier seine Gegner zu überrumpeln. Der muss mir Platz lassen, da der Penner. Dennis Kaspar ist aber dran geblieben, dahinter schon eine kleine Lücke zu Marius Schmidt. Scheinen alle gut weggekommen zu sein. Tommy will eingeklemmt. Verpasst er mir schon direkt eine da. Oh, da ist schon der erste. Und da scheint es auch schon den ersten Unfall gegeben zu haben. Oh, hier sehen wir es. Da liegen die ersten. Elias Finoli und Tim Spreutz sind hier abgeflogen. Das gucken wir uns dann gleich mal an. Beide von P6 und 7 gestartet, haben ihr Rennen jetzt schon versaut. Schade. Und hier vorne gibt es schon den ersten Führungswechsel. Ein schönes Lambo-Duell. Seht ihr, ein Auto beschädigt ist auf der linken Seite? Dennis Kaspar jetzt in Front vor Paul Wegner und Marius Schmidt, Marcel Rufer 4 und Tommy hier ganz gut durchgekommen. Auto zeigt keinerlei Beschädigung. Genau, der Elias Finoli, kalte Reifen, erste Kurve und die geht eigentlich voll, ne? Okay, oh, da ist der Und der Audi. nächste kleine Guck mal, der AMG, der hat auch irgendwie. Ja, der AMG haut den auch weg. Der musste auch nicht so richtig wohin und nimmt gleich noch den Audi mit. Spreutz. Царапина на вашей ладони. Vielleicht hat der Elias ja auch eine kleine Beschädigung, rodelt jetzt ja wieder ab. Während hier vorne Paul Wegner in der Verfolgung von Dennis Kaspar ist. Hier sehen wir den Elias. Und Elias schimpft hier auch vor sich her. Beschwert sich einer über das neue Damage-Model. Bis auf den Zwischenfall, erste Runde alles sauber. Hier gibt es erst Überholmanöver. Ob der Mercedes müsste einen Slowdown gehabt haben, das habe ich aber gar nicht richtig wahrgenommen, wo. Und im Bild unten haben wir es gerade noch gesehen, der Alessandro Salaris im Audi im Grün ein bisschen weit, musste hier den Umweg übers Kies nehmen und fällt bis ganz nach hinten zurück. Sehr schade. Während die ersten 3 hier vorne, der Dennis Kaspar, Paul Wegner und Marius Schmidt schon einen kleinen Vorsprung haben. 6. Platz. Und wir haben es gehört, Tommy schon auf dem 6. Platz. Das Unternehmen Top 5 nimmt langsam Gestalt an. Hinter dir ist auch relativ allerdings nach vorn zu Christian Kripper auch schon 1,9 Sekunden. Nach hinten zu Julio Benedetto schon 2 Sekunden. Mach mal hier meinen Balken an, damit ich das ein bisschen einschätzen kann. Hinten sein Kahn unter Druck von Ivan Platon und Brett Kallen guckt sich das Ganze an. Plätze 8, 9 und 10 hinter dem Brett. Der Gerrit Hardy und Jose M. Iglesias auf P12. Dann haben wir den Dax Sorrentino auf P13. Und da hinten sehen wir dann noch den Alessio. Und es gab noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns gleich mal anschauen. Nenad Ivanovic direkt nach Startziel. Ja, der kommt ein bisschen aufs Grüne und dreht sich weg. Oh, das ist ein übler Einschlag. Ui. Direkt. Und während Tommy hier relativ sicher auf dem 6. Platz fährt, seht es hier, tobt vorne der Kampf zwischen den 2 Lambos. Dennis Kaspar von P2 gestartet auf dem
auf der Führungsposition und dahinter der Paul Wegner und Marius Schmidt. Untergang besser. Direkt dran, guckt sich hier die Sache aus der Logenposition an und wartet darauf, dass die beiden vorne einen Fehler machen. Marcel Ruf auf P4 schon 2,2 Sekunden weg und dahinter zu Christian Kripper schon eine Platon, der Philosoph, sagt was. größere Lücke und hier fliegt der nächste ab. Oh, Brad Cullen. Den Unfall schauen wir uns gleich nochmal an, während hier das Führungstrio in die dritte Runde geht. Ivan Platon wird hier getroffen von dem weißen Ferrari von Brett Cullen. Kann überhaupt nichts dafür, der Ivan. Brett Cullen, der hätte viel früher bremsen müssen. Divebomb. Volltrottel. Alles in allem aber heute relativ wenig Zwischenfälle, Feld aber schon auseinandergerissen. Abstand jetzt nach hinten groß geworden, 2,7. Ja. Eben hatten wir einen Abstand von 1,7, sowas. Hier vorne ein toller Dreikampf um die Führungsposition. Hier haben wir mal den Doc Sorrentino im Bild, im Lego Ferrari. Fälle gegeben wieder hier. Aber am spannendsten ist hier vorne der Kampf um Platz 1, 2, 3. Ganz dicht beisammen, die Jungs hier. Jetzt hat der Paul Wegner einen kleinen Fahrfehler gemacht und so versucht hier der Marius Schmidt seine Chance. Der Paul Wagner, der Marius Schmidt den Paul Wagner hinten reingeben. Ganz gleich. Ja. Sich mal ein bisschen konzentrieren hier, das ist rutschig. Und trotz des intensiven Dreikampfs hier vorne kann der Marcel Ruf seinen Rückstand nicht wettmachen. Immer noch 2,7 Sekunden. Dines kann seine Gegner aber auch nicht abschütteln. Außerdem hole ich immer Zehntel für Zehntel auf dem Vordermann auf. Trotzdem fehlen dem Tommy nach vorne 1,6 Sekunden. Allerdings nach hinten auch schon 3 Sekunden Sicherheitsabstand. Da wird nicht mehr viel passieren. Super Rennen bis hierher. Hier haben wir mal den Christian Kripper im Bild. Fährt direkt vor dem Tommy. Tom kommt langsam, aber sicher näher. Dann haben wir hier den Zeit Erkan auf P7. P8 Julio Torres. P9 Gerrit Hardy. P10 Jose M. Iglesias. P11 Doc Sorrentino. Dann haben wir auf dem 12. Alessandro Salares. Auf P13 unseren Ivan Platon, P14 Tim Spruit und auf dem 15. Platz den Brad Cullen, der gerade noch einen kleinen Zwischenfall hatte, den wir uns aber gleich mal anschauen werden. Und auf dem 16. und letzten Platz haben wir den Nenad Ivanovic. Halten wir das Gequatsche von den anderen auch aus. Dritte Runde, wir haben wieder den Brad Cullen. Jetzt kriegt er eine hinten drauf. Ja, ich weiß nicht, ist das ausgleichende Gerechtigkeit? Ist das Karma? Man weiß es nicht. Vordermann hat einen Fehler gemacht, ist sehr weit gegangen. Hatte bestimmt jetzt eine halbe Sekunde gekostet. Inzwischen Paul Wegner an Dines Kaspar vorbeigegangen, von uns ungesehen. Und die drei haben auch den Nenad schon überrundet. Hier ein schöner Kampf zwischen Dines und Marius. Dines gibt nicht nach. Marius hat schön noch eine kleine mitgegeben, aber alles noch fair und im Rahmen. Und durch das Gerangel von Dines und Marius kann sich der Paul etwas von den Zweiten absetzen. Hier haben wir Marcel Ruf mal im Bild. Abstand nach hinten auch, so jetzt 2,9 Sekunden, das ist so in Ordnung. Heute haben wir endlich mal wieder ein schönes Rennen, bei dem ich nicht nur alle 5 Minuten irgendein Unfall-Replay machen muss. Hier vorne Christian Kripper und der Tommy jetzt auf 1 Sekunde rangekommen, holt langsam auf seinen Gegner und es geht jetzt in die Runde 5. Das ist ein Slowdown. Ja, das hat man gesehen. Da bremst sich der Tommy selber ein. Slowdown, weil er über die Schikane gerumpelt ist. 1 Sekunde. Das ist viel. Hier von Paul Wegner gibt alles, während der Dini sich jetzt von dem Marius wieder etwas freifahren konnte. Hier hinten Jose M. Iglesias kämpft hier mit dem Alessandro Salares, der am Anfang Ausritt hatte. Und der Doc Sorrentino hinten dran. Aber Hintermann scheint auch einen gekriegt zu haben. Ein schöner Kampf um P10 hier. Ah, komm schon. 9, 8. Nach vorne zu dem Gerrit Hardy. Schon 2 Sekunden Abstand, aber auch nach hinten zu Ivan Platon. 3,7 Sekunden. Ah, das wird schwer, den Vordermann zu erreichen. Jetzt zieht sich das zwischen den dreien hier jetzt etwas auseinander und der Marcel Ruf konnte ein kleines bisschen aufholen, nur noch 2 Sekunden weg. Christian Kripper 6,8. Wir befinden uns jetzt in der 6. von 13 Runden und wir genießen hier heute wirklich ein schönes Rennen, eng und spannend. So soll es auch sein. Schade, dass sich das vorne jetzt ein kleines bisschen auseinanderzieht. Tommy hier immer noch 2,8 Sekunden hinter dem Christian Kripper, kommt da einfach nicht mehr dran. 1,9 Sekunden hinter ihm, der Zeit Erkan. Und wir haben noch ein bisschen mehr als die Hälfte vor uns. Super Exit erwischt jetzt da. Christian Kripper vor ihm fährt ähnliche Rundenzeiten wie der Tommy und ranfahren und vorbeikommen sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren.
Immer wieder ein Blick ins hintere Mittelfeld, der Alessandro Salares, hinter ihm Ivan Platon und direkt vor ihm Jose M. Iglesias, ungefähr eine Sekunde weg. Jetzt greift der Ivan Platon an und geht hier auch vorbei. Sauberes Überholmanöver. Ivan kämpft sich nach seinem unfreiwilligen Ausritt wieder nach vorne, während hier der Dinis Kaspar so langsam der BMW vorne hat einen Riesenfehler gemacht jetzt da. unter Druck gerät von seinem Hintermann, den Marius Schmidt. 0,8 Sekunden verloren jetzt. Das ist jetzt nur noch 2 Sekunden entfernt. Die man auch erstmal zufahren muss. Mal schauen, ob der Tommy das noch schafft. Wird sicher irgendwo ein kleiner Wackler vom Christian gewesen sein. Nach hinten zur Zeit kann, bleibt der Abstand stabil, so immer um die 2 Sekunden. Dann haben wir danach den Julio Benedetto Torres, den Gerrit Hardy auf Platz 9, dann haben wir auf Platz 10 Doug Sorrentino, auf Platz 11 Jose M. Iglesias, auf P12 haben wir den Ivan Platon, P13 Alessandro Salares, P14 dann Tim Spruit und zu Brett Kallen auf P15 schon 5,5 Sekunden Abstand. Die Halbzeit ist erreicht. Halbzeit und Marius Schmid hat hier eine tolle Runde hingelegt, eine 1,38,056, wow. Allerdings weiterhin ein kleiner Sicherheitsabstand zum Dinis Kaspar vor ihm, während der Paul Wagner so langsam die Segel gesetzt hat hier. Schon 1,3 Sekunden Abstand zu dem Duo. Abstand nach hinten wieder angewachsen auf 2,5 Sekunden, nach vorne nur noch 1,8. Der Zweikampf hier um den 2. Platz spitzt sich jetzt langsam zu. Marius Schmid hat den kleinen Abstand zu Dinis Kaspar wieder aufholen können und ist jetzt ganz dicht dran, macht Druck. Aber bisher hat sich der Dinis nicht einschüchtern lassen. Marcel Ruf jetzt schon 3,9 Sekunden. Der Kollege macht vorne in der nächsten Kurve, macht er immer Fehler. Der Abstand vergrößert sich nach hinten immer mehr. Marcel Ruf fährt heute ein einsames Rennen. Der Christian Gripper schon 9 Sekunden hinter dem Duo hier. Paul Wegner vorne schon über 2 Sekunden weg. 1,3. Der müsste den ein bisschen enger fahren, ne? Der macht zu viel Weg. Ich bin gerade beim ganz spannenden Kampf um die Spitze. Okay. Komm nicht dran, da 1,6 Sekunden. Während der Abstand nach hinten immer größer wird, nach vorn der Abstand wie ein Gummiband, hält sich immer ungefähr die Waage zwischen 1,6 und 2 Sekunden. Runde 8 und der Kampf um die zweite Position geht jetzt hier in die heiße Phase. Jetzt geht der Marius an dem Dinis vorbei. Schönes Überholmanöver, aber der Dinis kontert innen. Ein toller Kampf hier, fair und sauber geführt. Jetzt der Marius wieder leicht vorn und kann hier auch noch mal vorn bleiben. Aber Dinis hat noch lange nicht aufgegeben. Versucht hier bei jeder möglichen Gelegenheit irgendwie vorbeizugehen. Marius kann vorn bleiben. Wie lange noch? Luft machen hier. Ein toller Zweikampf um den 2. Platz. Oh, jetzt muss der Marius weit gehen und Dinis nutzt es sofort aus, geht innen durch. Alles fair und sauber hier, toller Kampf, super. Allerdings konnte der Paul Wegner von der Leader schon fast Sekunden Abstand rausfahren. Auch zu Marcel Ruf nach hinten, fast 5 Sekunden Abstand. Und wir gehen gleich in die 9. Runde. Hier haben wir den Marcel Ruf mal im Bild, ein einsames, aber sehr sauberes Rennen. Dahinter dann hier Christian Gripper und der Tommy ganz knapp dahinter. Mal schauen, ob er es noch schafft, ranzukommen. Wäre schön, einen Top-5-Platz zu ergattern. Aber auch so heute ein sehr tolles Rennen. Endlich mal wieder fehlerfrei und auch in keinerlei Zwischenfälle verwickelt worden. Super. 0,4 Sekunden schneller gefahren letzte Runde. Christian Gripper. Ja, aber Abstand ist 1,8, 1,9 jetzt wieder. Ich glaube, immer wenn es sein muss, kann der Christian nachlegen. Der kontrolliert den Abstand. Hier hinten auch ein schöner Kampf, die Plätze 11 bis 14. So, warte, nicht so gut erwischt. Habe ich mir wieder fast eine halbe Sekunde abgenommen. Jose M. Iglesias, Ivan Platon, Alessandro Solares und Tim Spruit. Hier wieder vorne der Kampf. Marius versucht erneut anzugreifen, geht innen rein. 1,3. Seite an Seite. Oh, und da Kraft. Jetzt haben sie sich abgeschossen. P2 und 3. Das war bis hierhin so ein toller, fairer Kampf. Und jetzt schießen sich die beiden Jungs hier gegenseitig ab. Und damit rutscht der Tommy natürlich 2 Plätze nach vorne. Hier sehen wir den gestrandeten Marius Schmidt. Oh nein. Das ist eine bittere Pille. Ganz bittere Pille. Dinis Gaspar und dahinter haben wir den Marius. Das ist hier P2 und 3. Oh, okay. Oh, das ist eine ganz leichte Berührung, aber an der Stelle, der Dinis, der lässt Platz auf jeden Fall und eigentlich hätte das auch fast gepasst, ehrlich gesagt. Schwierige Situation.
Und dadurch ist jetzt auch Marcel Ruf kampflos nach vorne gespült worden, liegt hier auf P2, jetzt schon 11,7 Sekunden hinter dem führenden Paul Wegner. Ganz hinten hier mal Tim Spreut, vor ihm staut sich jetzt. Und es gab noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns jetzt gleich nochmal anschauen. Alle beide weg oder was? Ja, es gibt so Diskussionen. Ah ja, logisch. Bis Vierter jetzt. Julio Benito Torres mit Und? Doug Sorrentino. Julio ist innen, hat die Kurve eigentlich. Oh nein. Oh, wieder gerade gerückt. Okay, boah, das war doch mal nett. Da komme ich nicht dran, ne? Hey, nobody perfect. Obwohl der jetzt wieder bedeutend langsamer gefahren ist. Tommy versucht immer noch nach vorn zu kommen, aber langsam geht ihm die Zeit aus. Ja, der Kurve verliert. Das ist ja, der fährt zu weit außen. Sind nur noch 0,8 Sekunden, aber ranfahren und vorbeikommen sind 2 Paar Schuhe. 0,8, 0,9 Sekunden jetzt. Ich schnupper schon am Podium. Das Ziel Top 5 haben wir ja bisher schon mal erreicht. Oh, da hat es wieder hinter dir. Oh, da hat es böse gekracht. Iglesias, Brent Cullen. Und da gab es leider den nächsten kleinen Zwischenfall. Bisher so schön ruhig gewesen und jetzt so kurz vor Schluss schießen sie sich nochmal ab. Schade. Ah, gucken wir uns gleich an, die ganzen... Oh nein, das ist ärgerlich. José M. Iglesias wird rumgedreht von seinem Hintermann. Ah, das ist ärgerlich hier. Oh. Und die kegeln sich alle raus hier. Unglaublich. Was machst du hier für einen Scheiß, Mann? Der ein oder andere versucht ja auch nach erfolgreicher Reparatur wieder raus und weiterzufahren. Hier haben wir mal Zeit RK im Bild, jetzt in den Top 5. Durch die Ausfälle vorne fährt auch ein tolles und sauberes Rennen. Tommy beißt sich weiterhin die Zähne aus am Christian Gripper. Beide sind letzte Runde fast identische Rundenzeit gefahren. Gogo Gadgetto Haken. Der führende Paul Wagner, oh, jetzt wäre er auch fast abgeflogen hier. Hat schon Aber 17 Sekunden Vorsprung. 12,7 Sekunden Vorsprung auf Marcel Ruf. Aber den gehen auch langsam die Reifen ein. Sicher ein kleiner Schreckmoment für Paul Wegner. Tolles Rennen. Hat sich aus allem rausgehalten. Trotzdem alles in allem hier ein Mega-Rennen abgeliefert bis hierher. Bald bin ich auf eine halbe Sekunde dran, da 0,6. Tommy ist jetzt seinem Gegner bedrohlich nahe gekommen, während Marcel Ruf hier nach vorne und hinten richtig viel Platz hat. Aber Christian Gripper, der sieht jetzt den Tom formatfüllend im Rückspiegel. Aber so langsam geht dem Tommy die Zeit aus. Wir gehen gleich in die 12. von 13 Runden. Boah, jetzt hat er aber wieder 0,8. Oh, das war aber knapp am Off-Track. Jetzt dranbleiben und nicht nachlassen. Vielleicht tut sich ja irgendwo noch eine Chance auf. Vielleicht vertut sich ja der Christian irgendwo. Hier haben wir auf P12 mal den Jose M. Iglesias, der letzte, der noch fährt. Hier Julio, Gerrit und Ivan, Plätze 6, 7, 8. Boah, mein erster Incident. Scheiße, das war eine wichtige Kurve. Verliere ich jetzt die ganze Gerade runter. Die ganze Arbeit der letzten Runden dahin und wahrscheinlich auch die letzte Chance. Hier haben wir mal Gerrit Hardy im Bild. Heute ein unauffälliges, aber sehr, sehr sauberes Rennen auf P7. Hinter ihm der Ivan Platon und davor der Julio Benito Torres. Tim Spreut auf P9 musste jetzt schon abreißen lassen. Ah, die eine Kurve, die kann er nicht. Da verliert er immer 2, 3, 4 Zehntel. Die er dann in einer anderen Kurve wieder gewinnt. Und wenn ich nicht so einen Scheiß machen würde die ganze Zeit. Also kleine Fehlerchen. Ja. Platz 4 ist aber auch ein mega superes Ergebnis. Auf 4. Platz ist voll schlimm. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Jedes Top 5 Ergebnis ist spitze. Spitzenmäßig, du Eimer. Während Paul Wegner jetzt die letzte Runde eingeläutet hat, White Flag, 60 Punkte satt. 15 Sekunden dahinter Marcel Ruf auf P2. Und dann haben wir auf dem 3. Platz den Christian Da noch ein Drift hin, ne? Gripper, den wir hier im Bild haben, 3,5 Sekunden dahinter. Und dann den Tommy auf P4, die Top 5. Hauptsache, du driftest jetzt nicht weg. Vervollständigt Zeit RK. Ah ja, ich muss aufpassen, aber bei so einer Aktion, da werden die Reifen heiß. Zeit heute auch ein fehlerfreies Rennen gezeigt, spielt ihn hier in die Top 5. Ja. Hier auf dem 6. Platz, der Julio Benito Torres konnte sich jetzt leicht absetzen von Gerrit Hardy. Tim Spreut hat Ivan Platon überholt, ist da nochmal dran gekommen und auch der Brent Cullen hängt da am Schluss noch hinten dran. Und während die Jungs hier hinten noch um Positionen kämpfen, Paul Wegner auf dem Weg zu seinem wohlverdienten, phänomenalen Sieg. Und es gab noch einen kleinen Zwischenfall.
Ivan Platon hier. Eieieiei. Oh nein, ist echt nicht wahr. Brad Cullen wieder. Haut da seinen Vordermann Macht er in okay, Ivan der Platon. Gefangene, der Brett Kalten hier. Ja. Haut den Ivan zum zweiten Mal weg. Ich sag, komm on. Was machst du da? Hast du denn völlig gepennt, du Pflaume? 555 ist der Paul Wegner gefahren. Paul Wegner legt zum Schluss hier nochmal eine Mega-Runde hin, hat seinen Sieg 30 mehr als verdient heute. Aber auch Tommy heute top. Da kommt Paul Richtung Ziel, auf den letzten Metern, und da ist er auch im Ziel. Einen ganz herzlichen Glückwunsch an Paul Wagner. Ein Hammerrennen abgeliefert heute, der Paul Wagner. Direkt dahinter Marcel Ruf müsste jeden Moment hier auf P2 kommen. Da haben wir ihn im Bild. Hinter ihm dann der Christian Gripper auf P3. Da kommt der Marcel Ruf, dahinter der Christian Gripper. Und dann haben wir die blaue, die Silbername. Und da kommt auch der Tommy ins Ziel, 4. Platz, bravo. Sehr gut gemacht, Tommy, sehr gut, spitzenmäßig. Ja, 4. Platz. Bisschen schade, weil ich habe das Gefühl gehabt, so hätte ich nicht so viele Fehlerchen, also kleine Fehler gemacht, hätte ich den Christian kriegen können. Und hier kommt der Rest. Schönes Rennen, Christian. Super, hat Spaß gemacht. Oh, ja. Ja, war gut. Also. Ein schönes Debüt. Hast die Nerven diesmal behalten? Sehr gut. Ja, einen kleinen Fehler habe ich mir geleistet, da ist er mir mal weggerutscht, ne? Jetzt gerade. Aber, ja, war gut, ne? Dann würde ich sagen. Das sieht aber auch gut aus, ey. Das ist, haben wir echt gut hingekriegt und hat keinen Kratzer. Ein bisschen dreckig ist er geworden, ne? Ein bisschen Fliegenschiss drauf. So, in der Zwischenzeit, ich werde mich mal hier von unseren Zuschauern verabschieden. War ein tolles Debüt, Tommy. Hast du super gemacht. Ja, vielen Dank. Also ich Ist ja auch ein herrliches Auto, ein geiles Paint. Das muss man schon sagen. Das hast du mehr als mega hingekriegt. Das glitzert und funkelt wie ein, ja, wie heißt das Zeug hier? weiß ich nicht, was das Zeug- Stravinsky, ja, diese Glitzerdinger da. Thumbs up this video. Ich glaube, es war Stravinsky. So Stravinsky-Steine waren es. Ja. Ah, alles klar. Na gut, alles klar. Dann Wie ein Fabergé-Ei. bis zum Dann- nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war sehr kurzweilig. Bis zum nächsten Mal. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.